Zahlreiche Videos haben den Sturm auf das Kapitol festgehalten. Es sind verstörende Szenen, chaotische Bilder. Doch was spielte sich dort genau ab in diesen verhängnisvollen Stunden? Wir haben mit Hilfe von Videos den Sturm auf das Kapitol rekonstruiert. Es ist der 6. Januar 2021, Washington, D.C. Gut 2 Kilometer vom Kapitol entfernt findet vor dem Weißen Haus eine Veranstaltung vom abgewählten Präsidenten Donald Trump statt. We fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Trumps Anwalt Rudy Giuliani ruft dabei zu einem Gerichtskampf auf, dem historischen Vorläufer der Duelle. Let's have trial by combat. Es ist kurz nach 12 Uhr, als dann Präsident Trump seine Anhänger das erste Mal eindeutig auffordert, in Richtung Kapitol zu marschieren. Zehntausende von Menschen hören diese Rede. Anzeichen von Gewalt sehen wir hier noch keine. Doch noch während Trump weiterspricht, machen sich viele der Menschen auf in Richtung Kapitol. Rund 200 Meter vor dem Gebäude stoßen die ersten Personen auf eine Absperrung. Wir erkennen auf dem Video, dass sie sich auf einem Weg zu dem Kapitol auf der Westseite befinden. Der leichte Zaun wird hier gerade mal von 8 Polizisten bewacht. Es handelt sich dabei um die United States Capitol Police, erkenntlich an dieser Erkennungsmarke. Die Protestierenden durchbrechen die Absperrung nur eine Minute nach Ankunft am Zaun und dringen weiter in Richtung Kapitol vor. Den Polizisten bleibt nichts weiter übrig, als neben den Demonstranten in Richtung Kapitol zu rennen. Holy shit, guys. Weitere Gitter sind zu diesem Zeitpunkt nicht bewacht. Erst kurz vor dem Kapitol stellen sich ein paar Einheiten gegen die gewalttätigen Trump-Anhänger. Ein Anhänger ist mit einem Baseballschläger ausgerüstet. Die Polizisten verteidigen sich bis hierher ohne Schutzausrüstung. Inzwischen strömen weitere zahlreiche Personen in Richtung Kapitol. Die Absperrungen werden auch an anderen Stellen durchbrochen. Seit Trumps Aufforderungen zum Kapitol zu gehen, sind nun rund 40 Minuten vergangen. Erst bei der Treppe des Kapitols treten besser ausgerüstete Einheiten der Capitol Police in Erscheinung. Diese tragen Helme, Schoner und Schlagstöcke. Das rasche Vordringen des Krawallzugs wird vorerst gestoppt. Die Polizei verteidigt die Treppe hier für über eine Stunde und wird zum Teil mit massiver Gewalt konfrontiert. Im Kapitol ist der Kongress für die Zertifizierung der Präsidentenwahl zu einer Sitzung zusammengekommen. Trump redet immer noch vor dem Weißen Haus. Er wiederholt seine Aufforderung, zum Kapitol zu marschieren. Vor dem Kapitol versuchen die Polizeikräfte mit einer Menschenkette die Treppe des Gebäudes zu verteidigen. Nur langsam kommen weitere Polizeieinheiten zur Verstärkung hinzu. Inzwischen gerät auch die Ostseite des Kapitols in Bedrängnis. Zu diesem Zeitpunkt ist diese Stelle wenig bewacht. Nur Gitter und wenige Polizisten trennen den Mob und das Kapitol. Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es hier noch wenige Anzeichen von Gewalt, doch das ändert sich, als sich eine Gruppe aus dem Nordwesten nähert. Den militanten Trump-Anhängern gelingt es, ohne viel Widerstand, die Gitter zu öffnen. Die Polizisten ziehen sich zurück und der Mob kann ungehindert zur Treppe des Kapitols vordringen. Mit dem Durchbrechen der östlichen Absperrung ist das Kapitol von beiden Seiten umstellt. Die Polizeikette bei den Treppen auf der Westseite wird jetzt durchbrochen. Kurz nach 14 Uhr Ortszeit gelingt es den militanten Anhängern, an verschiedenen Stellen in das Kapitol einzudringen. Türen werden aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen,
Die Gewalt gegen die Sicherheitskräfte nimmt noch einmal merklich zu. Weniger als 2 Stunden nach der ersten Aufforderung von Donald Trump zum Kapitol zu gehen, ist das Gebäude gestürmt. Im Kapitol verhandeln die Abgeordneten und der Senat in ihren Kammern. Um 14:13 Uhr wird die Verhandlung im Senat unterbrochen. We'll pause. Thank you. In der anderen Kammer, im Repräsentantenhaus, werden die Abgeordneten zunächst von Sicherheitskräften aufgefordert, sich auf den Boden zu legen. Manche setzen Schutzmasken auf, dann werden die Abgeordneten in Sicherheit gebracht. Ein Polizist versucht, die gewalttätigen Trump-Anhänger von den Politikern wegzulocken. Eine Frau wird im Kapitol von Sicherheitsleuten erschossen, als sie versucht, weiter in das Gebäude vorzudringen. Ein Polizist liegt seinen Verletzungen später im Spital. Insgesamt sterben 5 Personen beim Sturm auf das Kapitol. Viele Personen werden bei den Auseinandersetzungen schwer verletzt. Die Randalierer dringen in die Büros der Politikerinnen und Politiker ein und hinterlassen eine Spur der Zerstörung. Um 16:07 Uhr wendet sich Präsident-elect Joe Biden mit einer TV-Ansprache an Trump. Er solle die Anhänger zurückrufen. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. Wenige Minuten nach dem Aufruf von Joe Biden meldet sich Donald Trump via Twitter zu Wort. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. Auch Tage nach dem Sturm auf das Kapitol bleiben viele Fragen offen. Doch die Aufnahmen zeigen, dass radikale Trump-Anhänger über Stunden lang mit massiver Gewalt vorgingen und damit für Tote und Verletzte verantwortlich sind. Die zeitliche Abfolge zeigt außerdem, dass Donald Trump, zu diesem Zeitpunkt noch immer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, zu einem Kampf aufruft und seine Anhänger mehrmals auffordert, zum wichtigsten Gebäude der amerikanischen Demokratie zu marschieren.